Ich würde gern die Zeit so verbringen, dass ich morgens aufstehe und nicht nur des Geldes wegen aufstehe. Step back, sondern in einer Art und Weise auch eine erfüllte Arbeit mache. Mein Name ist Shiheng Yi. Ich bin der leitende Meister hier im Shaolin Temple Europe und seit über 36 Jahren befinde ich mich jetzt auf diesem Wege, die Shaolin-Tradition, bestehend aus Kampfkunst und auch der buddhistischen Lehre, diese zwei Elemente in meinem Leben zu verankern und auf diese Weise auch zu versuchen, Wissen zu teilen, Ansichten zu teilen, bei denen ich denke, es wäre sehr hilfreich, wenn Menschen davon mehr mitbekommen würden. One, push, turn, retreat, step, back, front, down, kick, Maten, Gong. Das hier ist normalerweise unsere kleine Trainingshalle. Das heißt, im Winter zum Beispiel, wenn draußen es zu schlammig ist, dann ist das sozusagen der Raum, wo wir trainieren. Aber grundsätzlich ist trotzdem das Training also das ganze Jahr über normalerweise draußen. Genau. Und jetzt gehen wir in die sogenannte Zeremonialhalle oder die sogenannte Buddha-Halle. Hier finden die Abendzeremonien, die Morgenzeremonien auch statt. Oder wenn wir Gäste haben, die einerseits etwas opfern wollen oder auch einfach Ruhe für sich selbst zu finden, zum Meditieren, dann ist das normalerweise alles in diesem Raum. Wir wissen sozusagen sehr wohl, dass da natürlich hier das ein Abbild, eine Statue ist, die aber eben etwas sehr Besonderes symbolisiert. Und in dieser Tradition heißt es eben, dass sich der Buddha in jedem von uns befindet. Also tatsächlich bin ich hier in Deutschland aufgewachsen und hier im Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern. Ich hatte bereits im Kindesalter sehr viel Kontakt eigentlich mit anderen Kulturen. Das heißt mit Amerikanern, mein persönliches Umfeld, sehr, sehr viele aus Osteuropa, das heißt Russland, Polen, Tschechien, Rumänien. Und dementsprechend war für mich eigentlich nie die Frage, was bin ich im Sinne von nationaler Identität, aber die Frage, wer bin ich unabhängig von der Nationalität. Beginnend ab 13, 14, 15 waren das tatsächlich schon Fragen. Im Alter von 4 Jahren, da hat mich mein Vater sozusagen in eine Shaolin-Kung-Fu-Schule geschickt. Und ich habe sozusagen seit dem 4. Lebensjahr bis jetzt einfach nicht mehr damit aufgehört, mich weiter im Bereich der Kampfkünste fortzubilden. Ich war schon immer eine Person gewesen, die durch Erfahrung lernen muss. Und das bedeutet, erfahren bedeutet etwas zu machen. Und dieser Shaolin-Weg, diese Shaolin-Kampfkünste ist eben sehr, sehr schön geeignet, dass man seinen Körper dazu nutzen kann, um eben an Einsichten zu kommen. Weil genau Einsichten ist letztendlich das, worum es in dieser ganzen Organisation und in dieser ganzen Lehre geht. Alle Altäre haben eines gemeinsam, und zwar, dass sie eben eine Methode oder eine Praxis bieten, damit der Mensch wieder erstmal zurück bei sich ankommt. Man
Man unterwirft sich freiwillig einer sehr, sehr starken Struktur und bemerkt aber dann nach einiger Zeit, dass Struktur eigentlich gar nichts Schlechtes ist, sondern Struktur ist deswegen notwendig, weil es zur selben Zeit auch eine gewisse Freiheit hervorbringt. Wie kommen Menschen im 21. Jahrhundert dazu, sich bewusst dafür zu entscheiden, sich einer Struktur zu unterwerfen, wo wir doch in Freiheit leben? Es ist einfach nur ein anderer Freiheitsbegriff.